Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder was richtig Cooles von Pocket Racers, was ich euch zeigen möchte. Und zwar gibt es jetzt ein weiteres Fahrzeug, nämlich den kleinen Skyline hier in Gelb und zusätzlich noch zwei neue Rennstrecken. Da haben wir als erstes den Hockenheimring und zusätzlich haben wir noch den Airfield Racetrack. Das alles werde ich euch heute in diesem Video einmal etwas genauer zeigen. Und wer weiß, vielleicht gibt es am Ende auch noch etwas zu gewinnen. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Hier haben wir jetzt mal den neuen Pocket Racer Skyline. Die Kenner werden natürlich sofort sehen, dass es ein Nachbau eines Nissan GT-R ist. Hier in Gelb und im Maßstab 1:64. Da es den Skyline zum Zeitpunkt des Videos noch nicht offiziell zu kaufen gibt, habe ich hier eine Vorversion bekommen, wo jetzt auch nicht alles Zubehör dabei ist, was ihr dann später bekommen werdet. Bei mir war jetzt auch nur die Fernsteuerung dabei, die ich euch gleich natürlich auch nochmal zeigen werde. Die ist nämlich ebenfalls auch neu. Ansonsten gibt es später auch noch ein bisschen Zubehör dazu und natürlich auch alles, was zum Fahren benötigt wird. Ich denke mal sehr ähnlich wie bei den Bullis. Die habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Aber bleiben wir erstmal hier beim Skyline. Wie gesagt, ist das hier ein Nachbau des Nissan GT-R R34. Wir haben hier einen Heckantrieb verbaut und einen integrierten Akku, der angeblich für eine Laufzeit von 80 Minuten sorgen soll. Und wir haben hier vorne sogar noch eine kleine Federung. Unter dem Auto haben wir noch eine USB-C-Buchse zum Laden des Akkus, einen Ein-Ausschalter mit LED und noch einen Beinknopf, wenn ihr den Racer mal mit einer anderen Fernsteuerung binden wollt. Natürlich haben wir hier auch wieder jede Menge Beleuchtung mit an Bord, die dann über die Fernsteuerung geschaltet werden kann. Das zeige ich euch dann gleich aber alles, wenn ich euch die Fernsteuerung und die ganzen Funktionen zeige. Die Reifen sind hier aus Gummi und haben dadurch ausreichend Grip, um schnell über die Strecke gefahren zu werden. Wir haben hier vorne noch einen schicken kleinen Frontspoiler in schwarz und hinten noch einen kleinen Heckspoiler angebracht. Und auch sonst sind hier noch ein paar kleine feine Details angebracht, an der Front, an der Motorhaube und natürlich auch am Heck des Skylines. Die Spiegel sind hier wie beim Bulli auch wieder in Gummi. Das heißt, wenn ihr euch mal überschlagen solltet, können die nicht abbrechen. Und die Scheiben sind, wie man sehen kann, in schwarz, sodass man auch nicht ins Innere der Karosserie gucken kann. Das Ganze besteht hier wieder aus Kunststoff und ist dadurch relativ leicht. Der Flitzer wiegt nämlich nur 34 Gramm und hat die Abmessungen von 76 x 34 x 20 mm. Ich würde sagen, das war es jetzt zum neuen Fahrzeug und jetzt schauen wir uns mal kurz die neue Fernsteuerung und die Funktion vom Skyline an. Ja, beim Skyline haben wir diesmal eine neue 2,4 GHz Fernsteuerung dabei, und zwar die CT03. Die besteht natürlich wieder komplett aus Kunststoff und ist etwas kleiner gehalten als die CT01, die ja bei den Bullis dabei war. Was hier ebenfalls anders ist, dass das Steuerrad zum Lenken hier auf der rechten Seite etwas verschränkt wurde, damit man wohl eine etwas ergonomischere Steuerhaltung einnimmt beim Fahren. Hier unten haben wir natürlich auch wieder den Gashebel, den man zum Vorwärtsfahren ziehen und zum Rückwärtsfahren bzw. Bremsen drücken muss. Wir haben hier diesmal einen fest eingebauten Akku, den wir hier hinten über die USB-C-Buchse laden können. Unter der USB-C-Buchse befindet sich noch eine Status-LED, die man auch im Menü noch farblich anpassen kann. Dann haben wir auf der linken Seite diesmal einen Ein-Aus-Taster und keinen Schieber, wie das noch bei der CT01 war. Wenn wir den einmal länger drücken, geht die Fernsteuerung an. Dann haben wir auf der Oberseite der Fernsteuerung zentral gelegen ein kleines Display, auf dem wir einige Daten sehen können, wie zum Beispiel die Servoausschläge für Gas und Lenkung und auch ein paar andere Parameter, zu denen ich gleich noch komme. Über dem Display haben wir einen drehbaren Drucktaster. Hier können wir als erstes durch einfaches Drehen zwischen der Übersicht und einem Servomonitor hin und her wechseln. Und wenn wir einmal kurz auf den Taster draufdrücken, kommen wir in das Einstellungsmenü, wo wir dann auch die Sprache einstellen können, das Modell wechseln können und auch noch andere Einstellungen tätigen können, auch zum Beispiel dann die Farbe der Status-LED. Wenn man länger auf den Taster drückt, dann wird das Display gesperrt und zum Entsperren müssen wir dann nochmal länger auf die Taste drücken. Dann haben wir als nächstes unterhalb des Displays links den Taster für die 3 Geschwindigkeitsstufen, und zwar den TH-Taster. Hier fährt das Auto dann in der ersten Stufe in der langsamsten Geschwindigkeit, in der zweiten Stufe etwas schneller und in der dritten Stufe ganz schnell, und damit meine ich auch ganz schnell, wie man hier sehen kann. Die unterschiedlichen Einstellungen erkennt man auch hier im Fortschritt des angezeigten Balkens im Display. Das gleiche haben wir dann auch für den ST-Schalter, der für die Lenkausschläge zuständig ist. Hier haben wir in der ersten Stufe einen geringen Ausschlag, in der zweiten Stufe einen mittleren Ausschlag und in der dritten Stufe den höchsten Lenkausschlag. Dann haben wir hier unten links noch den A-Taster. Damit können wir die Scheinwerfer und die Rückleuchten ein- und ausschalten. Daneben der F-Schalter hat, soweit ich jetzt feststellen konnte, erstmal keine Funktion. Dann haben wir auf der rechten Seite noch einen E-Taster. Damit können wir die Lichthupe betätigen. Daneben haben wir dann noch den D-Taster. Hier können wir dann die Blinkfunktion mit einschalten. Heißt, wenn wir lenken, dann gehen vorne und hinten die Blinker an.
Wenn wir nochmal auf den Taster drücken, können wir das Warnblicklicht vorne und hinten einschalten. Drücken wir nochmal auf den Taster, leuchten die vorderen Blinker dann dauerhaft. Und wenn wir dann nochmal drücken, schalten wir die ganze Funktion wieder komplett ab. Auf der linken Seite haben wir noch die Taster D1 und D2. Da muss ich allerdings sagen, habe ich jetzt keinerlei Funktion feststellen können. Alle Taster an der Fernsteuerung sind auch, wie man sehen kann, mehr oder weniger beleuchtet. Dann haben wir noch ein paar zusätzliche Leuchtfunktionen am Fahrzeug selber, denn wir haben, wenn wir bremsen, noch ein Bremslicht und wenn wir rückwärts fahren, haben wir sogar noch das weiße Rückfahrlicht. Also wirklich ganz coole Lichtfunktionen, wie ich finde. Ob man die jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Falls der Wagen mal nicht geradeaus fahren sollte, kann man über die Einstellungen im Sendermenü natürlich auch noch den Geradeauslauf einstellen bzw. nachjustieren. Hier haben wir jetzt mal den Pocket Racer Hockenheimring ausgerollt vor uns liegen. Die Matte besteht hier wieder aus einer speziellen Gummimischung, obendrauf ist auch wieder eine dünne Stoffschicht und wir haben hier eine Größe von 1,15 Meter x 3 Meter. Eine richtig süße kleine Strecke, die dem Hockenheimring natürlich nur so gut es geht nachempfunden wurde, da es ja auch schwierig ist, in diesem Maßstab die Proportionen genau einzuhalten. Aber dennoch ist das Streckenlayout hier richtig gut getroffen und es sind alle wichtigen und markanten Punkte der Strecke umgesetzt worden. Angefangen natürlich hier bei Start und Ziel. Wir haben hier 6 Startplätze. Ich denke, das ist für diese Strecke auch ausreichend. Dann kommen wir auch schon nach der Start- und Ziellinie zur ersten Rechtskurve, und zwar der Rannewohl-Kurve. Über die nächste Gerade geht es dann schon zur Bernie-Ecclestone-Kurve, die auch hier im kleinen Maßstab eine Rechtskurve bzw. hier schon eher eine Rechts-Links-Kombination ist. Und dann geht es weiter über die Hockenheimring-typische langgezogene Parabolika-Linkskurve bis hin zur Spitzkehre, die es natürlich hier auch gibt. Dann geht es wieder mit einer Geraden weiter, die nach einer Rechtskurve wieder in eine starke Links-Rechts-Kombination endet, bevor wir dann ins berühmte Motodrom vom Hockenheimring kommen, das hier im kleinen Maßstab auch ebenfalls sehr schön umgesetzt wurde. Aus dem Motodrom raus geht es dann über die Südkurve wieder auf Start und Ziel oder ihr fahrt in die Boxengasse, die hier natürlich auch nicht fehlt. Wie man das auch schon von der ersten Pocket Racer Strecke her kennt, ist die Strecke selber jetzt eher schlicht in einem einfachen Grau gehalten mit weißen Begrenzungslinien, aber es gibt überall in den Kurven auch noch ein paar schicke blau-weiße Curbs. Und hier vor dem Motodrom gibt es noch einen großen Hockenheimring Germany Schriftzug. Ebenfalls haben wir hier im Infield der Strecke noch einen Weg, der beide Richtungen verbindet und noch eine angedeutete Auslaufzone hier in der Spitzkehre. Anders als bei der ersten Strecke haben wir hier beim Hockenheimring aber diesmal ein realistisches Umfeld aufgedruckt mit Bäumen und Wiesen, was hier ja auch super passt, da der Hockenheimring ja in Wirklichkeit auch mitten im Wald liegt. Last but not least haben wir hier im Zentrum der Strecke auch noch das Pocket Racer Logo aufgedruckt. Wer möchte, kann natürlich auch die mitgelieferten Begrenzungsbanden um die Strecke aufkleben. Die sind natürlich wieder aus Schaumstoff mit so einem leicht gerivelten gummierten Überzug und selbstklebend, sodass man sie leicht aufkleben, aber auch wieder abziehen kann. Ich würde sagen, das war jetzt genug zum Hockenheimring und ich werde jetzt mal hier mit dem neuen Skyline versuchen, ein paar möglichst schnelle und fehlerfreie Runden zu fahren. Viel Spaß!
Dann habe ich ja wie gesagt noch eine zweite Strecke für euch, und zwar den Airfield Racetrack, natürlich auch von Pocket Racers. Auch hier haben wir natürlich die selbstklebenden Schaumstoffbanden dabei, die ihr euch beliebig auf die Strecke aufkleben könnt. Das Airfield hat eine Größe von 1,60 Meter x 90 cm und besteht natürlich auch wieder aus einer speziellen Gummimischung mit einer Stoffschicht obendrauf. Anders als beim Hockenheimring ist hier allerdings die gesamte Strecke wirklich sehr realistisch dargestellt. Wir haben hier als erstes die Start- und Landebahn, wo wir auch noch 4 Startplätze aufgedruckt haben und eine Startziellinie. Wie man hier schön sehen kann, ist der ganze Asphalt auch mit Reifenabrieb von den startenden und landenden Flugzeugen versehen. Das sieht wirklich sehr realistisch aus. Auch der Flughafenvorplatz hier neben der Landebahn hat einen sehr schönen, realistisch dargestellten Asphaltboden. Wir haben hier auch hier die Orientierungslinien für die Flugzeuge mit aufgedruckt, die wir dann auch gleichzeitig als Streckenvorlage nutzen können, um die Banden nachher zu verlegen. Dann haben wir hier noch 3 Greenfields auf dem Landeplatz, die 2 großen außen und in der Mitte noch ein kleines Greenfield. Alle 3 sind hier auch wirklich wieder sehr schön realistisch mit Wiese, Dreck und vielen anderen schönen Details dargestellt worden. Und hier auf dem linken Greenfield haben wir natürlich auch noch einmal das große Pocket Racers Logo aufgedruckt. Da wir hier auf dem Airfield keine wirklich vorgegebene Strecke aufgedruckt haben, gibt es hier sicherlich auch verschiedenste Möglichkeiten, sich den Kurs zu stecken. Man könnte zum Beispiel auch so eine 8 fahren hier und man könnte sich theoretisch auch noch ein zweites Airfield dazu kaufen und das dann hier hinten 180 Grad gedreht anlegen. Oder zum Beispiel sogar auch seitlich anlegen und das Feld noch erweitern. Dann hat man noch eine größere Strecke zur Verfügung und noch mehr Möglichkeiten. Ich werde den Kurs jetzt aber mal so stecken, wie Pocket Racers das auf der Homepage zeigt. Und dann werde ich auch hier mal versuchen, ein paar schnelle Runden zu drehen. Am Ende natürlich auch hier ein kleines Fazit. Kommen wir erstmal zum neuen Skyline. Ich finde, er ist ein richtig cooler kleiner Flitzer, vor allem mit richtig vielen Lichtfunktionen. Das mit dem Bremslicht und dem Rückfahrlicht finde ich zum Beispiel richtig cool. Aber wie eben schon gesagt, sind das zwar richtig coole Features, aber wenn man Rennen fährt, ist das natürlich nicht wirklich wichtig. Aber bekanntlich ist ja haben besser wie brauchen. Vom Detaillierungsgrad her geht natürlich immer mehr, aber es ist ja auch eher ein Funracer zum schnellen Rennen fahren als ein Scale-Modell zum Hinstellen. Und schnell fahren kann man mit den Pocket Racern ja wirklich, das hat man ja im Video gesehen. Und so kann auch bei Überschlägen nichts abbrechen oder kaputt gehen. Und dafür, was es ist, finde ich, ist er schon relativ detailreich gemacht. Die angegebenen 80 Minuten Akkulaufzeit habe ich jetzt allerdings nicht gesehen. Ich habe es jetzt zwar nicht genau beobachtet oder gemessen, aber es war schon deutlich drunter. Ich gehe mal davon aus, dass es eher auch ein Schreibfehler auf der Homepage ist. Die angegebene Unterbodenbeleuchtung habe ich jetzt hier auch nicht wirklich feststellen können. Es gibt zwar hier unten 2 Lichtdurchlässe, die darauf hindeuten könnten, aber die leuchten auch zum Beispiel beim Blinken und ich habe auch keine Farbe ändern können. Da weiß ich jetzt also nicht, ob das noch kommt oder ob der Skyline einfach keine Unterbodenbeleuchtung hat. Beim Bulli gab es ja zum Beispiel eine Unterbodenbeleuchtung. Kommen wir damit also zu den Strecken. Das sind beide echt sehr coole Strecken, wobei das Airfield jetzt realistischer in der Aufmachung ist durch die ganzen Details, auch auf der Fahrbahn selber. Das ist beim Hockenheimring ja viel schlichter gehalten. Der Hockenheimring ist aber dennoch durch seinen am Original angelegten Streckenverlauf sehr cool gemacht, ist aber auch wesentlich anspruchsvoller zu fahren, wie ich finde. Beim Airfield hat man ja im Grunde jede Möglichkeit, sich seine eigene Strecke zu gestalten, da man hier ja keinen wirklichen Streckenverlauf vorgegeben hat. Beim Hockenheimring habe ich persönlich auch festgestellt, dass man hier auf jeden Fall in der Längsstufe 3 fahren muss. Ansonsten hat man hier schon Probleme, zum Beispiel um die Spitzkehre zu kommen. Daher ist das ganze Fahren auf dem Hockenheimring auch so anspruchsvoll, zumindest war es für mich so, weil man hier auch schon sehr feinfühlig lenken muss, gerade bei den Kurven, die nicht so stark sind. Aber mit ein bisschen Übung macht es auf jeden Fall Bock und man merkt auch wirklich Fortschritte. Das ist ja, denke ich mal, auch der Sinn hinter Pocket Racing, dass man nicht wirklich realistisch fährt, sondern möglichst schnell und fehlerfrei um den Kurs kommt. Ich muss auch noch dazu sagen, dass ich im Video auch nur die Geschwindigkeitsstufe 1 gefahren bin und das ist für mich auch schon echt schnell. Wenn man Geschwindigkeitsstufe 2 oder 3 fährt, ist das schon für diese engen Strecken schon verdammt schnell. Wie am Anfang angesprochen, gibt es auch noch etwas zu gewinnen. Ich verlose nämlich für einen von euch einen Pocket Racer Bulli, hier eine RTF-Version, auch ein richtig cooles Teil. Ein Video dazu habe ich ja schon gemacht, das habe ich euch ja am Anfang auch schon verlinkt.
Was ihr tun müsst, steht natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video. Alle Links stehen natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abo und Glocke nicht vergessen. Schreibt mir gerne mal unten wieder eure Meinung über die Pocket Racer in die Kommentare. Dann danke ich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.